Wir sind live. Wir sind live. Live. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, ikhwati wa akhawati al-kiram. Wir sind hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Wir fragen uns, sowohl in der Schweiz wie auch hier in Deutschland, was geht eigentlich schief in unseren Ehen? Wir haben so viele Geschwister getroffen und so viele Anfragen von Leuten, die in einer Ehekrise stecken, die Probleme haben. Ja? Und wir fragen uns, ist das ein Problem der Corona-Zeit? Oder sind das Probleme, die sich verstärkt haben durch die Corona-Zeit, durch die Enge zu Hause und so weiter? Oder sind das strukturelle Probleme, also allgemeine Probleme? Und die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, wie denken auch all die Geschwister da draußen darüber, die eine Ehe suchen, die auf der Suche nach einer Ehepartnerin oder einem Ehepartner sind, denken, mein Gott, was haben diese Leute für Probleme? Ich würde mir doch um alles in der Welt wünschen, endlich meine Traumfrau, meinen Traummann zu finden. Und subhanallah, die Leute haben ihr Glück gefunden und schaffen es dennoch nicht, glücklich zu werden. Fera Ulucay, Ja, wo liegt das Problem? ich muss mal sagen, in der letzten Zeit, seit ich dieses Thema auch auf Social Media bewirtschafte, bekomme ich unglaublich viele Anfragen von Schwestern, die wirklich große Eheprobleme haben. Was denn? Zum Beispiel möchte sie aktiv sein, der Mann hindert sie daran. Sie haben absolut keine gemeinsamen Interessen. Sie bemerken nach Jahren, dass sie sich gar nicht wirklich kennengelernt haben, sehr schnell geheiratet haben. Das Fundament der Ehe stimmt nicht. Ist das schlecht, wenn man schnell heiratet? Nicht unbedingt, aber man muss mit dem Ehepartner ein gemeinsames Ziel haben. Man muss eine Vision haben und dort sollte man gemeinsam hinarbeiten. Wenn man nur heiratet, weil man gewisse Sachen interessant fand, die dann mit der Zeit verschwinden, dann fehlt wie die Basis. Und das Wichtige ist, dass man die richtige Basis hat. Sheikh Abdullah, Ahsan Allah ilayk. Die richtige Basis, Stichwort. Schwierig zu sagen. Ich finde, das Schnellheiraten ist ein Stichwort. Viele wollen schnell heiraten, weil sie ein Bedürfnis haben, das sie stillen wollen. Nur die Frage ist ja, dieses Bedürfnis, das ist irgendwann mal vielleicht dann gestillt. Und man muss sich dann schon die Frage stellen, welche Basis also habe ich gesetzt, damit dieses Verhältnis, diese Beziehung eben auch ein bisschen längerfristig andauert, vielleicht auch ganz langfristig andauert. Und ich glaube schon, dass wir hier ein grundsätzliches Problem haben in der, sagen wir mal, Herangehensweise, wie Muslime sich manchmal eben Dinge vorstellen, wie sie so in der Ehe sind. Also falsche Konzepte. Genau, falsche Konzepte, falsche Annahmen und dann daraus erwachsen falsche Erwartungen an das Gegenüber. Das Gegenüber wird diese Erwartungen niemals erfüllen können, weil das schon mal ein ganz falscher Ansatz ist. Ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal so, wenn jetzt eine Person insgesamt in seinem Leben unzufrieden ist, ja, und sie hat auch mit sich selbst zu kämpfen als Persönlichkeit, dass sie Schwächen hat, die sie halt seit ihrem Leben schon immer begleiten. Und jetzt erwartet sie zum Beispiel, dass durch die Romantik mit ihrem Partner, die sie erwartet, durch die Liebe, die dann entbrannt, dass das dann sozusagen kompensiert wird. Dass diese ganze psychische Belastung, die sie erlebt hat, dass das durch diese Beziehung kompensiert wird und dass sie dann sozusagen wieder aufblüht und dass die Probleme sich dadurch Was ist die Lösung? Von alleine lösen. Die Lösung ist, wenn solche Probleme zum Beispiel schon vor der Ehe erkannt werden, dann muss man sich zuerst einmal bewusst machen, diese Probleme werden nicht durch eine Ehe Also gelöst. offenes Gespräch von dem Eingehen der Ehe selbst. Richtig. Und so ist es absolut maßgebend, dass die Muslime sich wirklich ein klares Bild machen von dem, was sie wollen. Und dann, wenn sie das mal haben, dann sollen sie das gefälligst auf den Tisch legen, wie ich sage das immer krass, es tönt vielleicht krass, aber es muss so sein, wie ein Projekt, eine Verhandlung. Ich will das und das und das erwarte ich, damit das Gegenüber auch verstehen kann, was hier auf mich zukommt, beziehungsweise ob das überhaupt passt. Das ist das Stichwort. Ein Projekt. Die Ehe als Projekt. Du wolltest was sagen, Veronika? Ja, genau, weil ich sehe, viele Schwestern, auch Brüder, haben ein völlig falsches Bild von der Ehe. Sie lassen sich von diesen Influencern auf Social Media wahnsinnig beeinflussen, haben dann gewisse romantische Vorstellungen, die der Realität niemand erfüllt. Dass man zum Beispiel mit Tausenden von Rosen vor die Frau kniet und fragt, ob man sie heiraten möchte. Das ist einfach in der Realität nicht so.
Und ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass man rational an die Ehe herangeht. Dass man, wenn man einen Partner sucht, und das rate ich allen Schwestern, macht euch eine rationale Liste, was möchte ich an einen Ehepartner, wo kann ich Kompromisse eingehen, wo gehe ich absolut keine Kompromisse ein. Und anhand dieser Liste suchst du dir deinen Ehepartner. Und so kannst du sicherstellen, dass du langfristig eine gesunde, harmonische, solide Ehe findest. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man sich am Anfang einig ist, ja, und dann irgendwo einfach plötzlich Uneinigkeit entsteht. Kann es natürlich immer geben, aber wenn man austariert von Anfang an, bevor man auf das Ganze eingeht, wenn man das austariert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, schon mal um ein Vielfaches geringer. Und das wollen wir ja erreichen. Ja? Es kann da immer sein, dass man sich irgendwo dann auseinanderlebt. Das gibt es halt nun mal und das ist natürlich. Aber damit es nicht von Anfang an mit einem falschen Bild zur Sache geht und nicht dann schon gleich in den kommenden Monaten alles auseinanderkracht, wenn dann eben das Brennen der Liebe und die Romantik verfliegt, ja, und dann die Realität sozusagen einschlägt wie eine Bombe und die ganze Beziehung. Soll man sich dieses Konzept sozusagen zuerst zurechtlegen, ja? Ja. Gut, Ferhat Ulucay, ganz konkrete Beispiele. Du machst viele Eheberatungen, ja? Was sind so die typischen Probleme, die bei dir ankommen? Das größte Problem ist tatsächlich, dass die Frauen aktiv sein wollen und der Mann sie daran hindert. Aktiv, wo aktiv sein? Für die islamische Sache. Zum Beispiel hat sie Talente im Schreiben oder ist rhetorisch extrem begabt, möchte das für die Öffentlichkeit nutzen und der Mann bremst sie. Und dann haben sie ein grundsätzliches Problem, dass der Mann denkt, die Frau muss nur zu Hause bleiben, die Frau hat aber da eine andere Meinung und dann ist einfach Konflikt vorprogrammiert und dann kommt es zu Streit. Okay, also Scharan, Sheikh, gibt es hier einen Grund der Frau, das zu verbieten, für den Islam aktiv zu sein, außerhalb des Hauses? Also, dass der Mann der Frau verbietet, aktiv zu sein, das sehe ich nicht ein. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass der Mann glaubt, dass es nicht möglich ist. Und das ist falsch. Die Frauen haben früher schon sich von Anfang an in der Sache beteiligt, ja, an der Seite des Mannes. Und wir haben es ja gestern gehört, auch wieder in der Sendung wurde das erwähnt, dass Frauen auch mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekämpft haben. Wo waren denn die Ehemänner? Wo haben sie das verboten? Wenn es also um die Sache geht, dann ist sowohl als auch der Mann und die Frau, beide sind irgendwo durch verpflichtet, ihren möglichen Beitrag für die Sache zu leisten. Und dass der Mann da ein Hinderungsgrund ist halt schon auch problematisch. Selbst wenn ihm sozusagen das in der Hand liegt, die Frau zurückzuziehen und zu sagen, ich will das nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Konzept von Anfang an als Projekt angegangen wird. Ja? Weil wenn die Frau das intendiert und das von Anfang an sagt, dann muss sie auch den entsprechenden Mann finden. Also das ist ja auch eine Sache, die man sozusagen in der Projektlegung der Ehe sozusagen von Anfang an klären kann. Darf die Frau aktiv sein oder nicht? Ja. Und ich denke, es stärkt unheimlich die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn man als Partner, als Verbündete gemeinsam für die Sache Allahs einsteht. Ich denke, dadurch wird wirklich die Beziehung gestärkt. Man hat ein gemeinsames Ziel und so wird es auch gesegnet und man harmonisiert einfach, weil man hat die gleichen Vorstellungen. Okay, also Problempunkt Nummer 2, bei denen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Alltag aktiv für die islamische Sache sind, sondern vielleicht eher ein bürgerliches Leben führen. Was sind da die typischen Probleme? Dass sie einfach keine gemeinsamen Interessen haben und sie sich völlig auseinandergelebt haben. Also die Ehe ist sozusagen langweilig, sie versuchen es irgendwie wieder aufzupeppen, schaffen es aber nicht und dann gehen sie noch mehr auseinander und dann nerven sie sich nur noch. Gibt es da Konzepte, wie man das zum Guten wenden kann? Vielleicht zuerst mal klar werden, warum langweilt man sich. Dann vielleicht den Mann mal darüber ansprechen, was ist das Problem. Herausfühlen, ob ihm etwas fehlt. Und ich habe jetzt gerade mit Pierre Vogel gestern und heute einen Livestream. Zur Mehrehe? Genau, zur Mehrehe. Das ist ein Streitthema. Streitthema, ein interessantes Streitthema. Ich wünsche mir, dass die Geschwister offener dafür sind, denn es kann tatsächlich die Ehe auch wieder beleben. Heute Abend bist du ja wieder online um 19:30 Uhr mit Pierre Vogel auf Instagram. Folgt uns da auf Vize Therese und Pierre Vogel. Das ist sicherlich sehr spannend.
Also insgesamt, vielleicht kann man da gleich anfügen, insgesamt in allen Beziehungen ist natürlich immer ein aufkommendes Problem, Tabuisierung von Dingen. Und das ist jetzt mal abgesehen von der Mehrehe, die ja auch immer tabuisiert ist, ganz, ganz krass. Natürlich aber auch die ganzen Fragen rund um die Sexualität, was sind die Bedürfnisse des Mannes, was sind die Bedürfnisse der Frau. Da wird oft auch einfach tabuisiert, aneinander vorbeigeredet oder nicht Tacheles geredet, wie man sagt. Ja, und dann werden halt die Bedürfnisse nicht befriedigt, ja, und irgendeinmal überbordet das in Unzufriedenheit und diese projizierte Unzufriedenheit führt zu längerfristigen Problemen. Sexualität, ist das ein Problem? Ich bekomme nicht viele Anfragen von Schwestern, wo wirklich Sexualität jetzt das Problem ist. Nein, ich denke, es ist eher eine Thematik, was die Männer betrifft, die dann Mühe haben, mit den Frauen darüber zu sprechen, weil sie sich gleich abwertend fühlen, wenn der Mann gewisse Bedürfnisse ausspricht. Sie haben dann gerade das Gefühl, sie seien nicht gut genug oder sie können das Bedürfnis nicht befriedigen, obwohl sie diese ganze Thematik rational betrachten müssen. Der Mann hat nun mal das Bedürfnis, ganz unabhängig von der ersten Frau, gewisse Bedürfnisse, die sie nicht erfüllen kann, obwohl sie vielleicht die beste Frau der Welt ist. Und da muss man einfach ein bisschen rationaler an die Thematik der Sexualität herangehen, weil für uns Frauen ist Sexualität meist mit Emotionen verbunden. Wir lassen uns mit Emotionen auf einen Mann ein. Für den Mann ist es oftmals, das könnt ihr dann selber darüber sprechen, einfach auch eine gewisse, wie sagt man dann, eine Lösung oder was auch immer, ist nicht immer nur emotional verbunden. Oder stimmt das nicht? Chef, ja, stimmt das nicht? Es ist sicher so, dass die Männer eher ein Bedürfnis stillen und vielleicht das Bedürfnis im Vordergrund steht. Ja. Aber eben deshalb sage ich, für eine Beziehung, die längerfristig andauern soll, und das soll sie ja eigentlich, ja, im besten Fall, soll sie ja das. Da muss halt schon ein Konzept her, das über dieses Bedürfnis hinausgeht. Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mittlerweile viele Schwestern ganz schnell zur Scheidung greifen. Sie haben das Gefühl, ich lasse mich scheiden, weil es funktioniert nicht mehr, aber es ist nicht erstrebenswert, geschieden zu sein. Das ist ein Problem, ne? Warum eigentlich? Im Islam ist ja die Scheidung ein unzufriedenstellender Zustand, aber dennoch erlaubt, nicht? Ja, aber es ist unter gewissen Bedingungen erlaubt, nicht nur, weil es einem jetzt nicht mehr gefällt. Und da muss man schon dann auch die Konsequenzen sehen. Wenn du Kinder hast, bist du dann alleinerziehend. Deine Kinder wachsen in einem instabilen Familienverhältnis auf. Und es ist doch wichtiger, die Stabilität hochzuhalten als Instabilität. Aber wenn die Ehe natürlich nicht mehr funktioniert, weil der Mann gewalttätig ist und so weiter und so fort, natürlich, dann ist es legitim. Also Berlin ist sehr laut. Ich bin mir das nicht gewohnt von Bern. Ja, also man könnte wirklich mal an die Stadtregierung in Berlin sagen, rund um Brandenburger Tor hier wäre doch wunderschön, verkehrsfreie Zone, nicht? Na? Ja, also ich bin nicht unbedingt. Mir gefällt das so, das finde ich ganz cool. Machen wir weiter beim Thema. Ja. Ne? Also was ich vielleicht noch anfügen muss, beziehungsweise dieses Verhältnis zwischen den beiden insgesamt finde ich halt einfach, was ich so beobachte, ist eine komplett fehlende Kommunikation oft auch, ja. Nicht nur auf dem Sexuellen, nicht nur in Bezug, einfach insgesamt. Die leben oft dann so am Anfang vielleicht eben sehr durch diese anfängliche Liebe, haben sie was zusammen, aber dann lebt es sich so ein bisschen auseinander, weil auch eigentlich gar keine Kommunikation da ist. Und ich glaube, hier ist ein Punkt, an dem man wirklich hart arbeiten muss, im Verständnis, was das eigentlich ist hier, eine Ehe, dieses Zusammenkommen. Ne? Ja. Aber wir sprechen immer tabuisieren und dann geht man immer davon aus, dass der Mann mit der Frau nicht sprechen kann. Aber vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Vielleicht gibt es ja auch Themen, wo die Frau den Mann darauf ansprechen möchte und der Mann dann völlig allergisch darauf reagiert. Eine andere Frage. Was sagen wir all den Geschwistern, die jetzt da draußen sich die Frage stellen, mein Gott, was sind das für Probleme? Ich möchte unbedingt heiraten und finde seit Jahren keinen geeigneten Ehepartner. Wo kratzt's? Wo liegt das Problem? Ja eben, ich glaube hier auch wieder ein riesiges Problem ist im Konzept, im Verständnis der Ehe. Viele machen die Ehe an sich auch so kompliziert, dass es durch die strukturellen Gegebenheiten aus den kulturellen Kreisen schon so große Hürden gibt. Ein Beispiel? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel verlangt wird, dass der Mann 20.000 € Mahr zahlt und vielleicht noch irgendwie ein Fest macht, das 40.000 € kostet, dann ist das halt einfach schon. Ist das ein Thema in Deutschland? Solche hohe Mahrs und so?
Ja, ja, vor allem mal eine türkische Hochzeit kostet dann locker mal 70.000 Euro. Und dann muss man noch Gold schenken und tausende Familienmitglieder einladen. Und dann ist er vielleicht dann von einem anderen Dorf oder einer anderen Stadt. Dann wird das alles ganz kompliziert. Und viele Frauen, obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass man sich eine rationale Liste machen soll, sind zum Teil extrem wählerisch. Und dann lehnen sie einen nach den anderen ab und dann sind sie irgendwann mal 35 Jahre alt. Und so hart es dann auch tönt, sind sie einfach nicht mehr attraktiv auf dem Ehemarkt. Ja. Und dann haben sie sich sozusagen selber ins Haus geschossen. Erlaubt der Islam solch hohe Mahar? Oder ist das der Maqsad eigentlich? Oder? Ja, man sieht ja die Geschichte von Omar ibn al-Khattab, der den Mahar sozusagen begrenzen wollte. Er befürchtete wahrscheinlich eben dieses Übertreiben und daraus resultierend dann eben diese Hürden, dass die Jugendlichen gar nicht mehr heiraten können und dann weitergehend daraus der Fasad, also das Übel, dass die sich dann irgendwelche unerlaubten Beziehungen zurechtsuchen. Aber er wurde korrigiert und das ist auch wahrscheinlich nicht ganz falsch. Aber diese Mahar haben auf jeden Fall keine Baraka. Wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns lehrte, ist die Vereinfachung. Ja, jetzt sind wir in Schottland. Jetzt wird es spannend, ja. Der Dudelsack, ja. Mal eine kurze Zwischenfrage an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie seht ihr das mit der Ehe? Sucht ihr einen Ehepartner gerade? Habt ihr keinen Erfolg auf dem Ehemarkt? Seht ihr andere Gründe, weshalb es nicht klappt? Schreibt es uns jetzt unten in die Kommentarspalte rein und wir werden versuchen, darauf einzugehen, inshallah. Ich hatte einen Punkt, aber ich habe ihn wirklich gerade vergessen wegen diesem Dudelsack. Ma'adallah, ma'adallah. Ja. Das pfeift so alles weg, ja. Das ist wie der Shaitan so, der pfeift alles weg, ja. Ja. Auf jeden Fall ist diese Mahar-Geschichte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam lernte uns, dass die Vereinfachung der Ehe, beziehungsweise des Nikah, der Shurut des Nikah, dass diese gesegnet ist. Und dass alles, was darin gesucht wird, einen Segen finden wird, wenn es eine Vereinfachung findet. Aber es gibt ja doch trotz dieser Situation hier in Europa auch die Situation, dass viele Leute einfach keinen Ehepartner finden und es gar nicht das Mahar ist, das letztlich im Wege steht. Ja? Was tun in so einem Fall? Wenn eine Schwester sagt, ich bin seit 5 Jahren unverheiratet und ich suche einen Nikah, einen Halal-Partner fürs Leben und es klappt einfach nicht. Ich glaube, da muss die Gemeinschaft viel mehr mithelfen. Es ist dann auch eine Verantwortung des Umfeldes, dass sie wirklich aktiv auch mithelfen, einen Partner zu suchen. Eben, es gibt viele Punkte. Die einen sind sagen wir mal, diese Hürden aus dem kulturellen Kreis, auch die Scham, die man hat, das überhaupt anzusprechen. Es gilt schon fast als unverschämt, wenn zum Beispiel eine direkte sozusagen Frage kommt, wo sind denn all die Väter, die Töchter haben und nicht einmal fragen, hey, ich finde dich eigentlich super toll, warum heiratest du nicht meine Tochter? Wo sind all diese Ansätze hin? Es ist einfach für die Geschwister riesig schwierig geworden, das irgendwie hinzukriegen. Und dann natürlich muss ich doch noch sagen, die Ansprüche, die zum Teil kommen, ja, doch auch durch diejenigen, die suchen, die sind schon zum Teil nicht mehr real. Also das ist nicht mehr mit der Realität vereinbar. Er muss Ein Beispiel. Er muss studiert sein, er muss Abschluss sein, muss toll aussehen, er muss so und so islamisch sein, ja, islamisch sein. Da muss er auch noch islamisch sein für viele. Und gleichzeitig soll er auch gebildet sein, er soll aktiv sein, aber doch ein großes Gehalt haben. Ich meine, das sind dann so der perfekte... Sagen in der Schweiz Äpfel und Rüebli, also Äpfel und Karotten zusammen. Ne? Und das Problem ist, dass viele Schwestern ein falsches Verständnis von Islamisch haben. Sie haben das Gefühl, wenn der Mann 5-mal am Tag betet und die Hajj gemacht hat, dass er ultra religiös ist. Aber dann kommt oftmals die Realität nach ein gewissen paar Jahren, dass das Gebet nicht mehr ausreichend ist und er gar kein tieferes Verständnis der Religion hatte. Also schaut man ein bisschen darüber weg, ob er betet. Natürlich, das ist unglaublich wichtig, aber schaut auch mal, was für Interessen er hat, was für Meinungen er verfolgt. Ob ihr auch von der Intelligenz her ein bisschen auf dem gleichen Niveau seid. Ich würde sogar sagen, es wäre vielleicht besser, wenn der Mann so ein bisschen höher gestellt ist, dass er sie dann auch mitziehen kann oder umgekehrt ist ein bisschen schwieriger. Aber das sind auch solche Punkte, die man unbedingt beachten sollte. Gibt es irgendwelche Kommentare, irgendwelche Inputs? Ich habe gefragt, also viel Zustimmung. Ich habe gefragt, wo Sie Ihre Ehepartner kennengelernt haben und jemand hat geantwortet über Facebook. Und ansonsten mehrere Männer, die gesagt haben, dass sie Ehepartner suchen. Jetzt wäre von mir aus zu sehen, wichtig zu wissen, wo lernt man sich kennen.
Das ist ein ganz wichtiger Input, denke ich mal. Es kommt ja auch immer wieder die Frage, ist Facebook, ist Social Media der richtige Ort, um einen Ehepartner zu finden? Ferhat Ulucay. Kann sein, muss aber nicht. Also wenn ich von einem wildfremden Mann die Nachricht bekomme, dass er heiraten möchte, dann klicke ich das weg, weil Gut, du bist ja verheiratet. ich bin verheiratet, aber nicht nur deshalb, sondern weil mich diese Art und Weise des Vorangehens nicht, ich finde das nicht attraktiv. Ich finde wirklich, die Aufgabe des Vaters ist es, auch vom Tochter oder auch vom Mann, aktiv für das Kind zu suchen. Das ist jetzt eine sehr, würde ich mal sagen, traditionelle Vorstellung. Was ist mit einer Konvertitin, die keine Eltern hat zum Beispiel, die sich darum kümmern, eine geschiedene Schwester, die sagen mal, die Eltern sagen schon lange nicht mehr mein Problem, ja? Wie ist das in diesem Fall? Also ich glaube nicht, dass unbedingt die neuen Medien, die neuen Möglichkeiten nicht ausgenutzt werden sollen. Ich finde, das sind tatsächlich Orte, an denen man das versuchen kann, ja. Aber es muss dann noch etwas hinzugezogen werden und das finde ich ganz wichtig. Es muss irgendwie eine Beratungsstelle hinzugezogen werden. Vielleicht das Umfeld dieser Person. Also eine andere Instanz auch noch, Genau, um eine zu andere, prüfen, genau. wer ist überhaupt hinter diesem Ja. Profil letztlich. Also man muss irgendwie dann schon zuletzt prüfen können, ist diese Person real? Wie lebt die überhaupt? Wie ist ihr Umfeld? Weil das macht sie dann doch in der Realität aus. Weil das, was man in Facebook sehen kann oder auf Instagram, das kann ja auch alles gestellt sein auf eine Art und Weise. Und da muss man irgendwie Hilfe finden, ob das jetzt eine Instanz ist in der Stadt. Aber grundsätzlich, Hand aufs Herz, ist das schon eine Variante, so über Social Media Natürlich, oder absolut, über muslima.com absolut. oder wie die Ja, Seiten alle absolut. heißen, einen Ehepartner zu finden. Finde ich absolut legitim. Würde ich jetzt nicht irgendwie pejorativ betrachten. Ne? Ich bin da vielleicht ein bisschen konservativer. Ich finde es, ich weiß nicht, wie seriös das gemeint ist, wie ernst man diese Anfragen nehmen kann. Für mich als Frau ist es dann schwierig, wirklich zu verstehen, was ist das für ein Typ, was will er mit mir, meint er es wirklich ernst? Deshalb wäre ich hier ein bisschen zurückhaltender. Was ist denn deine Lösung? Eben wirklich durch die Gemeinschaft, Freundinnen fragen, die Moschee anfragen. Kümmern sich Moscheen um sowas heute? Ich denke nicht, aber ich denke, dass viele Schwestern dann den Mut auch gar nicht haben, zu einer anderen Schwester zu gehen und sagen, hey, ich bin auf der Suche. Würdest du helfen einer Schwester? Oh, natürlich, es muss ja nicht immer sein, dass der Mann auf die Frau zugeht. Die Frau kann ja auch mal auf den Mann zugehen. Aber viele Frauen getrauen sich nicht mal zu sagen, hey, ich bin wirklich aktiv auf der Suche, weil sie dann vielleicht ein bisschen, geschändigt rüberkommt. Aber das sollte es gar nicht sein. Gut, um zum Schluss zu kommen. Was ist das Abschlussstatement hier? Wie können wir das so nicht stehen lassen? Es gibt jetzt viele Geschwister hier draußen, die sind weiterhin, deren Fragen sind nicht beantwortet. Die wissen immer noch nicht, wie sie ihren Ehepartner finden können. Wie sollen sie vorgehen? Ja, also wir machen Dua für Sie. Ja. Nein, wichtig ist, dass Sie vielleicht jetzt noch Ihre Fragen hier stellen, weil ich finde, das Thema sollte auch längerfristig noch betrachtet werden. Und ich möchte eigentlich auch diese Themen, die einzelnen Fragen davon vertiefen, vielleicht im Anschluss dann an dieses Gespräch jetzt. Sozusagen können wir sagen, wir wollen ankündigen, dass wir mehr noch darauf eingehen wollen. Letztes Wort von Ferhat Ulucay. Mein letztes Wort ist an die Schwestern. Stellt sicher, dass die Zufriedenheit eures Mannes euer höchstes Gut ist. Denn das wird die Ehe beleben, das wird den Mann dazu verleiten, euch noch viel mehr zu lieben. Und im Endeffekt, wenn ihr die Zufriedenheit des Mannes habt, dann habt ihr es auch von Allah. Allah yubarik fikum. Ich danke euch Zuschauer fürs Zuschauen. Ferhat Ulucay, Nicolas Blanchot vom Islamischen Zentralrat und ich, Qasim Ili aus Berlin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Schlimm, dieses